Servus Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem weiteren Battlefield 2042 Video. Wie immer vielen Dank, dass ihr am Start seid und einmal mehr vielen Dank für euren krassen Support auf den letzten Videos. Absolute Ehre, freut mich immer total, wenn die Videos, insbesondere die Tutorials, so gut bei euch ankommen und ihr da natürlich rein kommentiert, das Ganze auch teilt und so weiter. Also vielen, vielen Dank. Erstmal vorab, das ist immer das Wichtigste. So, jetzt kommen wir zum unschönen Part, beziehungsweise zum, Daily Struggle mit Battlefield 2042. Es geht natürlich um den Patch 3, dazu habe ich euch schon mal ein etwas ausführlicheres Video gemacht, was euch da erwarten wird. Da könnt ihr gerne nochmal reinschauen, verlinke ich euch. Schaut auch gerne bei Suxi mit rein, der hat das Ganze tagesaktuell gestern schon rausgehauen. Darum geht es mir jetzt aber in dem Video nicht. Ich werde euch einfach meine Top-Dinge nennen, wo ich sage, okay, das finde ich sehr gut, dass das ins Spiel kommt, und wir müssen aber auch einmal drüber sprechen, was halten wir denn jetzt von diesen ganzen Patch-Notes in Summe. Also lasst uns mit dem Positiven beginnen, wie immer positiv ab in die Zukunft. Und zwar, wir bekommen wieder wöchentliche Missionen zur Verfügung gestellt, wo wir dann irgendwelche Skins freischalten können. Ich hoffe, es sind nicht so schmackhafte Skins wie diese Weihnachtsskins, weil wenn da mehr aus dem Bereich kommt, dann muss ich echt sagen, okay, vielleicht bin ich auch einfach schon zu alt für den Scheiß, und nicht mehr die Zielgruppe für Battlefield 2042, weil wenn das dann die Highlights sind, so, Bruder, dann bin ich aber sowas von raus. Das ist ja, gut. Also Weihnachtsmann-Skin, let's go, aber wir können auf jeden Fall irgendwas kostenlos freigrinden. Das schadet nie. Warum braucht jetzt das eine eigentliche Erwähnung? Ich meine, ist jetzt nichts Neues. Gab es in Battlefield 5, hat in Battlefield 5 Spaß gemacht. Warum muss man das erst wieder rauspatchen, um es dann wieder reinzupatchen? Aber anyway, was mich sehr, sehr freut, wir können aktuell eine offizielle Playlist im Portal-Modus spielen. Und zwar im Rush-Modus auf den Battlefield 2042 Maps. Das ist jetzt auch wirklich der Modus, wo ich gestern bzw. heute den meisten Spaß hatte, im Gegensatz zu All-Out Warfare, weil da haben wir 16 vs 16, eben Rush, 2 Ziele erreichen, Bombe legen und dann ab in den nächsten Sektor. Da merkt man einfach, dass das viel besser funktioniert als dieses 128 Player Chaos auf Maps ohne Deckung. Also das ist gut. Ich meine, auch da muss ich wieder so ein bisschen die Frage stellen, Rush, einer der Main-Modi in Battlefield. Warum erst jetzt? Warum im Portal? Egal. Freuen wir uns, dass wir ihn haben. Das UI-Sichtfeld bzw. Schlachtfeld soll weniger Störung verursachen. Gemeint ist damit die Decksymbolkraft der Flaggenpunkte. Ihr wisst ja, ihr lauft auf irgendeinen Gegner zu und habt dann fett B1 im Vordergrund. Gegner läuft durch, ihr seht ihn nicht mehr, er erschießt euch, weil er hat die Flagge natürlich nicht vor sich, also wunderbar. In anderen Teilen hieß das mal Symboldeckkraft und konnte man über die Einstellungen selber einstellen, wie sehr oder wie sehr nicht man es hat oder haben möchte. Gut, jetzt kann man es selber ändern, aber muss ich sagen, auch wieder kein wirklicher Upgrade, für mich zumindest. So, wir hatten, glaube ich, gesagt, wir sind beim Positiven. Ich weiß nicht, warum sich das so negativ anhört, aber so ganz komme ich nicht raus aus meiner Haut, weil ich habe mir jetzt auch das ein oder andere Video halt angeschaut, beziehungsweise diese Patch Notes durchgelesen, und da kommen wir jetzt, sagen wir mal, zum Kernthema des heutigen Videos. Ihr hört es ja schon so ein bisschen raus, über was reden wir hier eigentlich? Also, wir sind jetzt beim dritten Patch angelangt und dieser besteht zu 90% aus irgendwelchen Performance-Fixes, Bug-Fixes. Und jetzt lassen wir mal außen vor, dass DICE einen Patch bringt, in dem ihr als PCler eure Maus nicht mehr benutzen könnt in einem FPS-Game. Testet scheinbar niemand. Also verstehe ich nicht. Großer Punkt auch für mich. Es gab ganz früher mal, die Veteranen erinnern sich, Testserver. Community-Testserver. Das heißt, DICE hat einen Patch erstellt, der ging auf diesen Testserver, oder wenn sie irgendwas probieren wollten, Thema Balancing, Time to Kill, weiß der Geier was, dann ist es auf diesen Testserver aufgespielt worden. Da konnten dann Leute aus der Community reingehen, konnten ihr Feedback dazu geben. DICE hat das verarbeitet, und erst wenn das fein war, wenn das funktioniert hat, dann hat man es im Live-Game eingespielt und nicht so, wie es jetzt gemacht wird. Operation am offenen Herzen. Los, let's go. Wir spielen den Patch ein. Okay, PC-Spieler können keine Maus mehr. Ist doch egal, weil wir sind sowieso damit beschäftigt, irgendwelche neuen Skins zu erstellen, die wir dann verkaufen können oder was. Ich find's traurig.
Ich finde es traurig. Und sehen wir der Wahrheit mal ins Auge. Ja, natürlich unternimmt jetzt DICE EA was, um diese Bugs rauszubekommen und diese ganzen Fehler und Performance und so weiter. Aber die Wahrheit, Leute, die ist ganz einfach und ganz klar. Das Spiel ist sowas von unfertig von vorne bis hinten, und wenn das nicht so krass wäre, gut, ist nur eine Vermutung, aber dann wären sie jetzt auch nicht so dahinter. Und so what? Also da gibt's von meiner Seite oder sollte auch von eurer Seite als Kunde auch gar kein Lob geben, weil es ist normal. Ich meine, ich habe 100 € für das Spiel gezahlt. Ich weiß nicht, was ihr ausgegeben habt für das Ganze. Also das ist einfach eine ganz normale Erwartungshaltung. Ich möchte ein spielbares Spielerlebnis haben. Und da feiere ich nicht ab, ob die jetzt 150 Verbesserungen auf was weiß ich was für Karten haben. Dass man, wenn ich mit dem Soldaten reinspringe ins Wasser, dass ich was sehe. Dass ich nicht mein FOV jedes Mal wieder neu einstellen muss, wenn ich in eine Runde spawne, weil es wieder zurückgesetzt und verbuggt ist. Das ist kein Grund zum Feiern für mich. Also das muss einfach normal sein. Also manchmal fragt man sich wirklich, was machen jetzt die Leute von DICE EA? Was machen die eigentlich hauptberuflich? So denke ich mir, weil das kann nicht deren Ernst sein. Und wunderbar, also schön, dass sie jetzt das Game mit in die Loop bekommen, dass wir jetzt vielleicht irgendwann mal ein spielbares Erlebnis haben. Meiner Einschätzung nach wird es nicht vor nächstem Jahr sein, also da ist noch so viel zu patchen und zusammenzubringen. Jetzt reden wir mal gar nicht über irgendwelche Balance-Themen, die ja dann nach und nach noch aufkommen werden, sondern wir reden darüber, dass wir ein releasedes Spiel erstmal gesund patchen müssen, dass es überhaupt mal spielbar ist. Und das ist was mich absolut aufregt und was für mich auch einfach gestern zu dieser Entscheidung geführt hat, weil ich saß auch natürlich schon vor meinem Schnittprogramm, habe mir gedacht, okay, jetzt ist der Patch da, super, kurz mal antesten und Video erstellen, raus damit. Und dann lese ich mir das Ganze so durch und habe mir einfach nur gedacht, ja, super. Und das war's jetzt und das haust du jetzt raus und sagst, alles wird gut oder was? Kann ich nicht, Leute, in dem Fall, ich weiß, ich bin auch kein Freund von so diesem negativen Touch, weil ich bin immer sehr positiv an und für sich und ich möchte doch auch einfach nur, dass das Spiel funktioniert. Trotzdem heute mal ein bisschen mehr Real Talk an der Stelle. Ich hoffe trotzdem, dass wir jetzt mit einer wesentlich positiveren Erfahrung dann dieses Wochenende schon mal beginnen können, auch ja, dass das Ganze performance-technisch dann auch einmal mehr so langsam, aber sicher dann mal in die richtige Richtung geht, dass vor allem diese krasse Welle, die auch gerade durch die Entwicklerteams von DICE fegt, also da verlassen ja Leute jetzt nicht das sinkende Schiff, so möchte ich das nicht ausdrücken, aber es gehen auf jeden Fall Leute, also da wird ein Wandel stattfinden, da ist dann auch spannend, wie stellen sie sich für die Zukunft auf. Ja, wer kommt, wer geht und so weiter und so fort. Wer übernimmt dann das Ruder und gibt es eine positive Zukunft für Battlefield 2042, weil ich bleibe dabei, das Spiel hat nach wie vor ein riesen Potenzial und demzufolge einfach auch als Fan wünsche ich mir, dass das nochmal was wird. So viel dazu, das war jetzt das vorgezogene Wort zum Sonntag, Leute. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall mal einen guten Start ins Wochenende. Haltet die Ohren steif, wie immer und bis dann. Euer A-Team.